Hallo zusammen. Heute werden wir uns mit einer grundlegenden Aufgabe, und zwar das Freischneiden von den Lagerungen. Wir haben anwärtige Lagerungen. Diese Lagerungsarten sind da, um Kräfte nur in einer Richtung aufzunehmen. In die andere Richtung werden Kräfte zugelassen. Wir haben zum Beispiel, wenn wir einen Balken haben, dann könnte ich hier kann ich mal ein Loslagerzeichen. Diese Lager nimmt natürlich Kräfte in diese Richtungen auf und Kräfte in diese Richtungen, also Axialrichtungen oder Drehungen, werden zugelassen und nicht vom Lager aufgenommen. Dann haben wir auch nochmal eine Seilverbindung. Das ist ebenfalls auch ein anwärtiges Lager. Ein anwärtiges Lager. Dann werden Kräfte in diese Richtungen aufgenommen. Und wir haben aufgrund der Axioreaktion noch eine Gegenkraft auf die untere Lagerung. Also das hier ist quasi eine feste Stelle. Genau, dann kann ich das ja nochmal zeichnen. Diese feste Stelle. Genau. Gleich wie oben werden Kräfte in Axialrichtungen und in Drehrichtung zugelassen, sprich nicht aufgenommen von dem Lager. Wir haben auch zweiwertige Lagerungen, das entspricht folgende Lagerungsarten. Wenn ich das hier freischneiden möchte, dann sieht wie folgt aus. Diese Lager nehmen Kräfte in Radialrichtung und in Axialrichtung auf und das Drehmoment wird von dem Lager nicht aufgenommen bzw. wird zugelassen. Dann hat man auch hier eine Seilsituation, eine zweiwertige Lagerung darstellt. Wenn ich das hier freischneiden möchte, dann erhalte ich natürlich vom ersten Seil eine Axialkraft und von dem zweiten Seil eine andere Axialkraft und entsprechend die Reaktion davon wäre quasi das und natürlich das. Der Balken dreht sich. Nur die Axial- und Radialkräfte werden vom Seilen aufgenommen. Es gibt auch folgende zweiwertige Lagerungen, in denen immer nur Kräfte in zwei Richtungen aufgenommen werden und in eine Richtung zugelassen wird. Bei dem geht es um eine Parallelführung. Und wenn ich das hier freischneiden möchte, dann nehme diese parallele Führung Kräfte in Axialrichtungen auf und in Momenten. Aber Kräfte in Radialrichtungen
werden zugelassen. Unten ist eine Schiebehülse und diesen Lagerung kann man wie folgt freischneiden. Die nehmen natürlich Kräfte in radiale Richtung und auch Momenten, aber Axialkräfte werden zugelassen. Es gibt auch dreiwertige Lagerungsarten. Dabei werden Kräfte in den 3 Richtungen in der Ebene aufgenommen. Sprich in radiale Richtung, in axiale Richtung und in den Momenten. Das ist das gleiche, wie als hätten wir unseres Bauteils in eine Wand angeschweißt. Dann nimmt der Balken immer Kräfte in Radial, Axial und in Drehmoment auf. So werden Lagerungen freigeschnitten. Ich hoffe, das konnte euch ungefähr einen kleinen Überblick geben, wie Lagerungen freigeschnitten werden. Im nächsten Video werden wir eine Struktur freischneiden, indem wir die äußeren Lasten und die Lagerkräfte anzeichnen. Wenn es euch gefällt, lasst bitte einen Kommentar, schreibt mir im Chat bezüglich weitere Themen, die Sie gern wollen, dass ich die anspreche. Ansonsten viel Spaß beim weiteren Video auf dem Kanal. Das war mein Study-ING, Dantor zur Welt der Ingenieurwissenschaften.